Ich wünsche euch einen wundervollen Abend und begrüße euch zu meinem Erfahrungsbericht nach 7 Monaten mit dem Ecowax Dibot T30 Omni. Heute möchte ich euch schildern, wie sich dieser smarte Saug- und Wischroboter in meinem Alltag bewährt hat, warum ich ihn immer noch regelmäßig im Einsatz habe und vor allem, was der ganze Spaß, der ja mit ursprünglich 999 € in der unverbindlichen Preisempfehlung nicht gerade günstig war, heute kostet. Auch jetzt noch ist der T30 Pro Omni mehr als nur ein einfacher Saugroboter. Er ist ein richtig guter Helfer im Haushalt, der vor allem durch Funktionen wie der Adaptive True Edge Technologie begeistert. Also, wie sieht es jetzt nach 7 Monaten Nutzung aus? Ist er immer noch so stark und lohnt sich auch ein Kauf, gerade jetzt, wo doch die Dealwochen rund um den Black Friday anstehen? Daher würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß. Nachdem ich meinen ersten T30 Pro Omni von Ecowax als Teststellung bekommen habe und auch schon damals von der Saug-, aber vor allem von der Wischleistung begeistert war, habe ich ihn vor einigen Wochen, als er schon relativ günstig zu bekommen war, nochmals gekauft. Das Ursprungsmodell hat nach wie vor seinen festen Platz im Erdgeschoss gefunden. Mittlerweile lasse ich ihn aber von der Vorratskammer aus arbeiten und warum das so ist, erzähle ich euch später noch. Also der erste läuft nach wie vor unten, der andere dreht oben die Runde und beide sind 2- bis 3-mal in der Woche im Einsatz. Also nach 7 Monaten mit dem ersten Modell und einigen Wochen jetzt auch mit dem zweiten Modell kann ich nach wie vor sagen, dass beide Geräte absolut problemlos arbeiten. Ich habe bei beiden keine technischen Mängel festgestellt und auch von der Saug- respektive von der Wischleistung bin ich nach wie vor überzeugt. Natürlich gibt es bei beiden Modellen auch schon kleinere Gebrauchsspuren, weil sie mal hin und wieder an Objekte heranfahren, wie zum Beispiel Tischbeine. Aber genau dafür sind ja auch diese Stoßstangen gedacht, vor allem die vordere, die zudem auch federnd gelagert ist. Und die Funktionen werden dadurch selbstverständlich nicht beeinträchtigt. Was ich an dieser Stelle aber weitestgehend außen vor lassen möchte, sind Hinweise auf den Lieferumfang und die umfangreichen technischen Daten, da ich euch diese bereits in meinem vorherigen Video vorgestellt habe. Das findet ihr wie gewohnt entweder oben in der Infokarte, das müsste hier links oben von mir sein, oder natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Das allgemeine Design des Roboters ist nicht unbedingt etwas Außergewöhnliches. Er ist halt rund, hat auf der Unterseite 2 Wischpads und im vorderen Bereich eine Seitenbürste. Die Station hingegen sieht etwas anders aus als bei Konkurrenzprodukten. Was ich wirklich besonders gut an der Station finde und was sich auch tatsächlich erst nach einigen Tagen bzw. Wochen herauskristallisiert hat, ist die Tatsache, dass man mit einem kurzen Blick bereits erkennen kann, ob der Frischwasserbehälter, der im vorderen Bereich der Station sitzt, noch ausreichend gefüllt ist. Sollte er mal leer sein, kann man sich auch sicher sein, dass der Schmutzwasserbehälter, der dahinter sitzt, voll ist und natürlich auch entleert werden sollte. Ein echter Gamechanger im Bereich der Wischroboter mit rotierenden Wischpads ist die Adaptive True Edge Technologie. Sie erlaubt, dass eines der Wischpads, nämlich das rechte, seitlich ausfährt, um noch besser in Ecken oder an Kanten zu gelangen. Außerdem hebt das Mop-Hebesystem die Wischmops beim Befahren von Teppichen automatisch an und dank der integrierten Wassertanks fährt der Roboter stets mit Frischwasser durch die Räume. Ein weiterer großer Pluspunkt ist die Heißwasser-Mop-Waschtechnologie mit 70 Grad heißem Wasser. Nachdem der T30 Pro Omni die Reinigung beendet hat und automatisch zur Station zurückgekehrt ist, werden die Wischpads mit heißem Wasser ausgewaschen und anschließend bei 55 Grad Celsius Heißluft getrocknet. Und an dieser Stelle auch der Tipp, warum er jetzt mittlerweile im Vorratsraum platziert ist. Es macht Sinn, den Roboter nicht unbedingt in der Nähe des Fernsehers zu platzieren, wo man abends entspannen möchte, sondern eher in einem Raum, in dem man die Heißlufttrocknung nicht unbedingt hört. Es ist zwar kein störendes Geräusch, aber ein leicht sonores Hintergrundrauschen, deshalb hat er jetzt seinen Platz in der Vorratskammer gefunden. Alles, was mit der Hinderniserkennung und auch Navigation zu tun hat, funktioniert immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Der Roboter bewegt sich zielgerichtet durch die Räume, egal ob bei einer automatischen Vollreinigung aller Räume, bei einzelnen besonders verschmutzten Zonen oder wenn man ihn in einzelne Räume schickt. Durch die True Detect Technologie, die in der vorderen Stoßstange verbaut ist und dem Laserturm auf der Oberseite, sind sowohl die Kartierung als auch die Hinderniserkennung ausgezeichnet. In den vergangenen Monaten haben wir dann auch vor allem im Wohn- und auch Essbereich einige Möbel umgestellt, was der Roboter natürlich erkennt hat. Er passt die Karte dann in der App entsprechend an und weiß sofort, wo sich dann die neuen Hindernisse befinden. Ein Highlight und für mich als jahrelanger Nutzer eigentlich schon täglich Brot ist die Ecowax Home App. Im Grunde genommen das Herzstück eures ganzen Systems. Bereits nach einigen Minuten werdet ihr euch hier ohne Probleme zurechtfinden und auch nach 7 Monaten hat mich dieser erste Eindruck, sofern man das bei mir überhaupt noch sagen kann, immer wieder bestätigt. Die App bietet nicht nur eine schnelle Einrichtung, sondern auch die Erstellung von Karten ist über eine Schnellraumkartierung innerhalb von wenigen Minuten erledigt.
Anschließend könnt ihr natürlich einzelne Räume trennen oder auch zusammenführen. So ist es auch individuell einstellbar, was zum Beispiel beim Befahren von Teppichen gemacht werden soll. Sollen die Wischmops angehoben werden? Soll der Teppich gemieden werden oder soll er ihn befahren und dann auch gleichzeitig wischen? Auch könnt ihr über den Punkt intelligent einstellen, ob die Wischmops nach einem Raum oder nach einer bestimmten Zeit nochmals zwischengereinigt werden sollen, um dann mit deutlich sauberen Wischpads die Reinigung fortzusetzen. Es gibt auch eine Option, wie stark die Adaptive True Edge Kantenwischfunktion ausgeführt werden soll, egal ob nur saugen, nur wischen, beides gemeinsam oder möglicherweise auch erst saugen und danach wischen. Auch das ist hier natürlich möglich und auch die Wasserdurchflussrate kann in 3, die Saugkraft in 4 Leveln eingestellt werden. Wem das Ganze dann im Detail aber auch zu kompliziert ist, der kann auch ein intelligentes Hosting auswählen, wodurch automatische Reinigungsparameter erzeugt werden und der T30 Pro Omni alles komplett alleine macht. Ich glaube, ich habe es eben auch schon erwähnt, dass der T30 Pro Omni eine maximale Saugkraft von 11.000 Pascal besitzt, die aber ehrlicherweise im Alltag eigentlich fast nie abgerufen wird. Zumindest durch mich nicht. Meistens habe ich ihn tatsächlich im Standardmodus saugen lassen. Wenn es dann aber mal ganz dreckig sein soll, wenn zum Beispiel das Kind mit dreckigen Schuhen den Flur betreten hat oder aus dem Garten gekommen ist, kann man auch mal den Turbo-Modus anschmeißen. Meine persönliche Meinung ist, dass nach wie vor die Saugroboter nicht unbedingt ein manuelles Wischen oder auch Reinigen von Böden ersetzen. Der T30 Pro Omni kommt aber vor allem mit der Kantenwischfunktion dem wirklich sehr nah. Er kann einfach Kanten und Ecken deutlich besser erfassen als Roboter, die über eine Wischrolle in der Mitte oder auch über starr sitzende Wischpads verfügen. Kommen wir nun aber zu dem Punkt, der diesen Saugroboter noch attraktiver macht, als er ohnehin schon ist, nämlich den Preis. Während die ursprüngliche unverbindliche Preisempfehlung bei doch recht stolzen 999 € lag, bekommt ihr ihn aktuell schon für um die 630 €, womit er in einem Bereich liegt, der eher für den mittelklassigen Robotermarkt vorgesehen ist. Das ist eine Ersparnis von 37% für dieses Modell. Mit dem, was man hier für knapp 600 € bekommt, performt er einfach schon einige andere Modelle aus. Wenn ihr sowieso schon mit dem Gedanken gespielt habt, dieses Modell zu kaufen, dann ist meiner Meinung nach jetzt ein wirklich guter Zeitpunkt dafür. Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich auch nach 7 Monaten Nutzung mit dem Ecowax D-Bot T30 Pro Omni mehr als zufrieden bin und er mich vor allem mit seiner Wischleistung abgeholt hat. Er besitzt einfach extrem viele Einstellungen, hat ein außergewöhnliches Design der Omni Station und überzeugt durch seine Benutzerfreundlichkeit und vor allem auch Flexibilität im Alltag. Ein paar Gebrauchsspuren, ja, aber nach wie vor immer noch zuverlässig wie in den ersten Tagen bzw. Wochen. Von daher schaut euch gerne mal den Roboter auf den Produktseiten von Ecowax an. Schaut euch auch gerne nochmal mein erstes Video an. Von mir bekommt ihr eine absolute Kaufempfehlung, wenn ihr auf der Suche nach einem solchen Saug- und auch Wischsauger seid, vor allem zu diesem Preis. Und genau damit bin ich am Ende. Bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in den zukünftigen Videos wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.